Der Caravansalon in Düsseldorf steht wieder vor der Tür und wir von Reise und Bier Dörr werden natürlich auch wieder vor Ort sein. Was euch da erwartet, welche Angebote und welche Neuheiten, darüber spreche ich heute mit Tobias Dörr. Er ist der Geschäftsführer von Reise und Bier Dörr und erzählt euch schon ein bisschen was darüber. Gerne. Genau, Tobias. Was sind denn so die Neuheiten, die wir erwarten dürfen beim Caravansalon? Ja, wie jedes Jahr von Marke zu Marke unterschiedlich zu bewerten, gibt es natürlich wieder eine Vielzahl von Neuerungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Trend von den Fahrzeugen eher zu kleineren, leichteren Fahrzeugen geht und ungebrochen auch noch nach wie vor zu Fahrzeugen, die etwas schmäler werden. Also ich selber werde bei Forster vor Ort sein. Dort haben wir eine neue Serie aufgelegt mit schmalen Fahrzeugen, die so eine Hybridlösung zwischen dem Kassenwagen und dem konventionellen Reisemobil bieten. Du hast es schon angesprochen, du selber wirst auch vor Ort sein. Dann werden ja wahrscheinlich auch mehrere Verkäufer von uns auch dann auf dem Caravansalon. Genau, wir sind dieses Jahr mit rund 20 Verkäufern vor Ort, mit einem von der Disposition. Wir besetzen die Marken der Pössl-Gruppe, also Pössl, Globcar, Roadcar, Chemstar, Venstar. Die ganze Pössl- und Vanline-Geschichte haben wir komplett abgedeckt. Dann sind wir bei Trigano Haus aktiv mit 5 Verkäufern bei Euramobil für jeden Standort von uns. Die Euramobil führen sind wir vor Ort. Dann haben wir Karmann bedient. Wir sind mit Forster sehr stark da. Ich selber werde auch bei Forster aktiv sein und aktiv mitverkaufen. Wenn es irgendwelche Anliegen oder auch andere Markenwünsche gibt, dürfen die Kunden sich gerne auch an mich wenden. Und dann können wir auch auf anderen Ständen uns gemeinsam umsehen, Beratungen durchführen. Aber selbst bin ich auf dem Forster-Stand. Okay, alles klar. Es sind wahrscheinlich auch einige Kunden vor Ort, die vielleicht so zum ersten Mal überhaupt da sein werden. Wie läuft das überhaupt ab? Also sind unsere Verkäufer jetzt an einem Stand von Reise und Bier Dörr oder sind die bei den Herstellern anzutreffen? Nein, also auf dem Caravansalon und in Stuttgart, das sind die 2 großen Leitmessen unserer Branche, gibt es keine Händlerstände, sondern das sind ausschließlich Herstellerstände, auf die wir uns mit dem Handel einkaufen. Also pro Verkäuferplatz bezahlen wir einen Betrag X und dann verkaufen wir aktiv dort an den Messen und organisiert wird die von der Industrie. Okay, alles klar. Wenn ich jetzt aber beispielsweise gerne einen Chausseur kaufen würde oder interessiere mich jetzt zum Beispiel für den Golden Line und würde da gerne zum Verkäufer von Reise und Bier Dörr, also von uns. Wie mache ich das am besten? Also kann ich einfach spontan vorbeischauen oder kann ich auch vorab schon vielleicht sogar einen Termin abmachen? Chausseur vielleicht vorab noch ein interessantes Stichwort, habe ich eben vergessen. Natürlich sind wir auch als einer der größten oder der größte Chausseur-Partner bei Chausseur vertreten auf der Messe. Bei Golden Line haben wir dieses Jahr sogar ein eigener Messestand. Blenden wir hier oben ein. Der ist in der Halle von Trigano Service, die ja eine eigene Halle sogar hat, aktiv. Und dieses Fahrzeug Golden Line vertreiben wir auf dem europäischen Markt exklusiv. Und da werden wir einen eigenen Messestand mit einem eigenen Verkäufer vor Ort stehen haben. Bei den anderen Verkäufern? Die Verkäufer, also idealerweise, Entschuldigung, zurück zu deiner Frage, idealerweise macht man einen Termin vorher. Den Verkäufer von uns auf den verschiedenen Ständen blenden wir natürlich auch ein. Und Kontaktdaten dazu, dann kontaktieren wir sehr gerne unsere Kunden im Vorfeld schon, machen zu einer konkreten Uhrzeit Termine ab, die dann auch vielleicht ein bisschen außerhalb des Messetrubels stattfinden, zu den Kernzeiten, dass man auch Zeit hat, weil auf den Messen ist sehr viel los. Oft bilden sich Trauben vor den Fahrzeugen, man kommt gar nicht richtig rein. Und wir wissen natürlich aufgrund von Erfahrungswerten, wann man am besten solche Termine auf welchem Messestand organisiert. Also sehr gerne dürfen unsere Kunden vorher Anfrage schon stellen und konkret Termine mit unseren Verkäufern machen. Das kommt ihnen zugute und unseren Vertrieblern natürlich auch. Okay, alles klar. Wahrscheinlich wird es ja auch sonst irgendwie Benefits für die Kunden geben, wenn die zu uns kommen. Also sind wir ja mit speziellen Angeboten vor Ort, haben wir da was Besonderes zu bieten? Genau, also grundsätzlich gibt es ja, man kann fast über die Bank weg sagen, von jedem Hersteller eine Messeaktion. Und zu der Herstellermesseaktion haben wir als große Handelsgruppe zusätzlich nochmal einen Händlerrabatt, den wir einfügen. Dieser wird natürlich strategisch gesehen immer am interessantesten für beiden Seiten über ein Zubehör laufen. Also sprich über Markise, Fahrradhalter, Sat Solar, Navi, Rückfahrkamera, über solche Geschichten, die wir zum Vorzugspreisen anbieten. Der große Vorteil von uns ist natürlich, weil wir nicht über den Großhandel die Fahrzeuge beziehen, die Zubehörartikel beziehen, sondern wir beziehen die Artikel direkt über den Hersteller. Und das bietet uns natürlich große Einkaufsvorteile, die wir dann an unsere Kunden mit diesen Paketen weitergeben. Aber im Detail will ich da gar nicht zu tief drauf eingehen, weil es auch sehr individuell ist und auf die individuelle Ausstattung
irgendwo auch ankommt, was der Kunde für Wünsche hat, was er für Bedürfnisse hat. Und das schnüren dann unsere Vertriebler vor Ort. Also da bitte jeden Messestand unseren Vertriebler selbst ansprechen. Okay, alles klar. Aber es lohnt sich, das können wir vorweg schon mal sagen. Sehr gut. Ja. Ansonsten gibt es irgendwelche aktuellen Trends in der Branche, die du selbst absehen kannst? Du bist ja selber auch schon ein paar Jahre mit dabei, ne? Kannst du so ein paar Jahre mit beobachten. So. Kannst du sagen, da hat sich ein bisschen was gewandelt oder wohin bewegt sich die gesamte Branche gerade aktuell? Ja, also aufgrund von Corona-Nachwehen kann man grundsätzlich sagen, dass die Fahrzeuge etwas preisintensiver geworden sind und doch etwas teurer unterm Strich, kann man auch so formulieren. Man stellt fest, dass die Kunden doch zunehmend mehr Ausstattung schon von vorne hinweg bestellen. Also die Fahrzeuge werden einmal vom Grundpreis teurer und dann werden sie auch deutlich besser ausgestattet, als wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben. Was auch nochmal auf unsere Zubehörstrategie natürlich einzahlt und da einen großen Mehrwert bietet. Der Caravan-Salon Düsseldorf ist die größte Messe für die Branche weltweit. Wie wichtig ist so eine Messe für das Unternehmen? Für uns ist es sehr wichtig, also wir nehmen es auch ernst. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten dazu. Es gibt auch Händler, die nicht, oder viele Händler, die nicht auf der Messe vertreten sind. Wir selbst generieren über die beiden Leitmessen rund 20% unseres Jahresumsatzes und allein das sagt schon viel aus. Das stimmt. Du warst selber ja auch schon ein paar Mal mit dabei auf dem Caravan-Salon. Was ist denn so dein persönliches Highlight oder auf was freust du dich jetzt nochmal? Also ein paar Mal ist gut. Also ich bin seit Kindertagen auf jedem Caravan-Salon gewesen und jedes Jahr aufs Neue freut man sich natürlich schon Wochen vorher, kitzelt schon, wann es endlich losgeht. Wenn man für die Branche brennt, wie ich das auch sicherlich tue, ist das natürlich das Highlight des Jahres. Ja, was haben wir dieses Jahr? So als Highlight kann man, glaube ich, sagen, das neue Produkt von Pössl. Also Pössl hat erstmalig einen Mercedes ausgebaut, also baut ein Allradfahrzeug aus. Den durfte ich auf der Händlertagung schon mal mir etwas ansehen und unter die Lupe nehmen. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir jetzt dieses Fahrzeug auch den Kunden zugänglich machen und hoffentlich die ersten Kunden schon damit glücklich machen können. Ist das der Pössl Roadster? Roadster, richtig. Ja, den könnt ihr euch auf unserem Kanal nämlich auch schon anschauen. Da haben wir schon ein nettes gefilmt. Ja, sehr gut. Genau, ansonsten werden auch noch ein paar andere Neuheiten bestimmt zu sehen sein. Ja, also jeder Hersteller hat irgendeine Neuheit, jeder hat irgendwas Besonderes. Es ist fast schon eine Reizüberflutung, wenn man einfach zu viel Informationen bekommt. Und da haben nochmal den Tipp an alle Kunden, macht vorher Termine, ruft unsere Verkäufer an, schreibt uns eine E-Mail, wir melden uns bei euch und vereinbaren einen Termin, weil das ist schon sonst einfach zu viel, was man in zu kurzer Zeit sieht. Man sollte sich ein bisschen vorbereiten, wenn man ein Fahrzeug dort wirklich kaufen möchte auch. Ja. Mhm. Zu guter Letzt, wir stehen ja gerade vorm Golden Line, du hast es eben schon was angesprochen. Wir werden selber auch mit dem Stand vor Ort sein. Wie genau wird das aussehen? Ja, also der Dörr-Messestand wird auf dem Stand von Trigano Service sein. Dort stellen wir dieses Fahrzeug exklusiv aus, was wir auch exklusiv in Deutschland vermarkten. Wir haben mehrere Verkäufer an dem Stand vor Ort, die sich um dieses Produkt kümmern. Das ist ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, also wir haben ein Auto in einer gnadenlosen Vollausstattung, wo schon alles dran ist, ob es eine Markise ist, ob es eine Radio-Rückfahrkamera ist. Ja, von der Chassis-Option, es ist alles drin. Man kann einsteigen, man kann losfahren für unter 50.000 €. Und das ist natürlich schon eine Kampfansage. Und auf der Messe, will ich nicht zu viel verraten, haben wir natürlich auch mal wieder ein preisliches Paket geschnürt, dass sich das für den Kunden auch interessant anfühlt, auf der Messe so einen Abschluss zu machen. Ja, am besten einfach vorbeischauen beim Herr Katthagen. Der wird den Stand die ganze Woche betreuen. Super, das hört sich vielversprechend an. Wir haben euch vorab schon gefragt, was ihr gerne auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf sehen wollt. Das fiel ziemlich eindeutig aus, und zwar wollt ihr alle Reisungen sehen und zu erwarten. Wir sind natürlich für euch auch mit vor Ort und werden euch die Neuheiten vorstellen. Wir werden auch live gehen und werden euch alles da online präsentieren. Ja, also wir sind mit JTV vor Ort, worauf ich auch ganz besonders stolz bin, weil wir mittlerweile den erfolgreichsten YouTube-Kanal unserer Branche haben mit über 160.000 Abonnenten und sind mit einem 6-köpfigen Team dort immer dabei und auch, ich glaube, ein Großteil oder sogar das gesamte Team wird sogar auf der Messe vor Ort sein und wird wieder spannende Neuheiten für euch aufnehmen, die wir dann in Folge entweder live oder kurz nach der Messe ausstrahlen werden. Falls ihr noch besondere Fragen habt oder besondere Wünsche, was wir euch vorstellen sollen auf dem Caravan-Salon, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, euch auch auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Ich freue mich. Meldet euch.